Gute, herzlich willkommen bei CoinCharge. Heute beschäftigen wir uns mit der Möglichkeit, Bitcoin über das Internet in der Schweiz zu kaufen. Egal wo wir in Europa uns befinden, haben wir die Möglichkeit, über das Internet bei Schweizer Anbietern Bitcoin zu kaufen. Und das ist deswegen so interessant, weil der Schweizer Gesetzgeber dort eine sehr kundenfreundliche Lösung gefunden hat. Denn der Vorteil für den Kunden ist zum Beispiel, dass wir Bitcoin kaufen können, ohne einen komplizierten, schwierigen Registrierungs-Anmeldeprozess über uns ergehen lassen zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bitcoins direkt auf unserer eigenen Bitcoin-Wallet gutgeschrieben werden müssen. Und die Limits, die wir hier haben, dass wir zum Beispiel pro Tag Bitcoin im Gegenwert von 1000 Schweizer Franken, das sind ungefähr 950 Euro, oder pro Jahr in Höhe von 100.000 Schweizer Franken kaufen können. In diesem Video gehen wir darauf ein, welche Besonderheiten sich der Schweizer Gesetzgeber hier ausgedacht hat. Und wir stellen 3 verschiedene Bitcoin-Broker vor, bei denen wir Bitcoin kaufen können. Wir sehen das hier nebendran, das Logo bereits von Relay, Pocket und Bitter. Dieses Video erklären wir auch nochmal auf unserer CoinCharge Webseite. Da könnt ihr das dann in aller Ruhe nochmal nachlesen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare. Und während das Intro läuft, würde ich mich freuen, wenn ihr kurz unten den Like-Button klickt, damit dieses Video entsprechend Aufmerksamkeit findet bei YouTube. Wie bereits eingangs gesagt, hat der Schweizer Gesetzgeber sich einige Sachen einfallen lassen, die es einfacher macht, Bitcoin zu kaufen, und unterscheidet sich damit wesentlich von den europäischen Gesetzgebern. Wenn ich bei einem europäischen Anbieter Bitcoin kaufen will, dann muss ich dort einen komplizierten Anmelde-, Registrierungs- und Legitimationsprozess über mich ergehen. Das nennt sich KYC oder Know Your Customer. Auf Deutsch, kenne deinen Kunden. In dem Zusammenhang muss man seinen Personalausweis vorlegen, man muss seinen Wohnsitz dokumentieren und man muss durch ein Video-Ident-Verfahren mit einem Mitarbeiter ein Gespräch führen, um seine Identität nachzuweisen. Der Schweizer Gesetzgeber hat sich etwas Einfacheres einfallen lassen, denn der sagt: Wenn ein Kunde per Banküberweisung bezahlt, dann hat er bei seiner eigenen Hausbank bereits einen vollständigen KYC-Prozess durchlaufen. Das heißt, die Identität des Zahlers ist hinlänglich bekannt. Und wenn jetzt eine Banküberweisung vorgenommen wird, dann wird von der Hausbank des Zahlers über die Banküberweisung alle relevanten Daten übermittelt. Die Bank des Zahlungsempfängers hat also alle Daten vorliegen über den Zahler. Und wenn man einfach sagt, naja, dann haben wir doch alle Daten bereits vorliegen und wir können davon ausgehen, dass die Bank in Europa diesen Prozess auch regelmäßig gewissenhaft durchgeführt hat, können wir sagen, die Daten liegen bereits vor. Und deswegen sagt der Schweizer Gesetzgeber, brauchen wir nicht so einen komplizierten Registrierungs- und Anmeldeprozess, denn wir berufen uns auf die Daten der entsprechenden Hausbank. Aus datenschutzrechtlichen Gründen halte ich diese Lösung für sehr interessant. Also es bedeutet also auch nicht, dass der Schweizer Gesetzgeber erlaubt, dass ohne einen KYC-Prozess hier einfach Bitcoin gekauft werden können. Man bezeichnet es umgangssprachlich als sogenanntes KYC-Light-Verfahren. Eine weitere Besonderheit ist die Vorgabe, dass die gekauften Bitcoins direkt auf der eigenen Bitcoin-Wallet des Kunden gutgeschrieben werden müssen. Das ist in dem Fall sogar sehr interessant, weil wir kennen es vielleicht von einigen Bitcoin-Börsen oder wie wir das jetzt hier aus den Fällen von Mt. Gox oder FTX kennengelernt haben. Da haben die Kunden ihre Bitcoins auf den Börsen liegen gelassen und dadurch durch die Pleite ihr Bitcoin-Guthaben verloren. Das ist bei den Schweizer Anbietern nicht möglich. Denn der Schweizer Gesetzgeber sagt, wenn jemand Bitcoin kauft, muss gewährleistet sein, dass die Bitcoin nicht bei dem Anbieter liegen bleiben, sondern direkt auf der Bitcoin-Wallet des Kunden gutgeschrieben werden müssen. Und wie regelt man das? Der Anbieter Relay zum Beispiel regelt es so, dass er eine App hat, über die man die Bitcoin kaufen kann, und in dieser App
ist eine eigene Bitcoin-Wallet eingebunden, über die man über den Seed, also sprich über die 12 Wörter, direkt verfügen kann. Die Anbieter Pocket und Bitter haben das ein bisschen anders geregelt. Bei denen ist das so, dass man dort eine eigene Hardware-Wallet zum Beispiel nehmen kann und dann signiert man diese Bitcoin-Wallet, die eigene Bitcoin-Wallet, und dokumentiert damit, dass es die eigene ist. Und jetzt kann Pocket und Bitter diese gekauften Bitcoins dann direkt auf der entsprechenden Bitcoin-Wallet gutschreiben. Besonders empfehlenswert ist in dem Zusammenhang die Bitbox 02 des Schweizer Anbieters Shift Crypto. Denn die haben einen Signierprozess gestaltet, der den Anforderungen von Pocket und Bitter sehr gut entgegenkommt. Bitcoin kaufen per Banküberweisung. Wir haben eben schon erfahren, dass wir bei einem Kauf von Bitcoin von unserer Hausbank eine SEPA-Banküberweisung vornehmen und die Zahlung dann auf dem Bankkonto des Schweizer Anbieters gutgeschrieben wird. Dabei handelt es sich um eine Euro-zu-Euro-Überweisung. Also das Geld kommt von einem Euro-Bankkonto und wird auf einem Euro-Bankkonto in der Schweiz gutgeschrieben. Die Regeln für das SEPA-Zahlungsverkehr besagt, dass innerhalb der EU eine SEPA-Banküberweisung nicht mehr kosten darf als eine normale Inlandsüberweisung. Nun ist es aber so, dass die Schweiz nicht Mitglied in der EU ist, sondern im sogenannten Europäischen Wirtschaftsraum, kurz EWR. Aber die Schweiz ist Mitglied im SEPA-Raum. Einige Banken in Deutschland oder auch Österreich machen dann Folgendes, dass sie sagen, wir müssen zwar eine SEPA-Überweisung als Inlandsüberweisung betrachten und dürfen auch nur die niedrigen Gebühren berechnen, aber da die Schweiz nicht in der EU ist, handelt es sich um eine Auslandsüberweisung und erheben dafür eine höhere Gebühr. Sollte dies der Fall sein, dann könnte das für dich bedeuten, dass du dich hinterfragen solltest, ob diese Bank noch die richtige Bank für dich ist und eventuell die Bank wechseln. Oder du nimmst das zähneknirschend hin, denn gerade lernst du etwas Interessantes, nämlich den Vorteil von Bitcoin kennen. Denn Bitcoin-Zahlungen kannst du innerhalb von wenigen Sekunden zu absolut niedrigen Gebühren weltweit versenden. Und vielleicht sagst du, naja, dann zahle ich jetzt eben die Gebühren in die Schweiz und freue mich dann in Zukunft darüber, wie günstig ich das in Zukunft mit Bitcoin machen kann. Oder wie gesagt, du nimmst die Gelegenheit wahr und wechselst die Bank. Denn noch etwas anderes wird passieren. Ein netter Mitarbeiter von der Bank wird dich wahrscheinlich anrufen und wird dich fragen, ob du tatsächlich diese Banküberweisung haben wolltest. Das liegt daran, dass die Systeme der Bank so eingestellt sind, dass bei einer Auslandsüberweisung der Bankmitarbeiter informiert wird und das überprüfen muss. Und dann kannst du die Gelegenheit ja nutzen und gleich mal nach den Konditionen fragen. Lass uns über Limits sprechen. Denn es ist folgendermaßen, dass wir die Möglichkeit haben, pro Tag für 1000 Schweizer Franken, das entspricht 950 Euro, oder pro Jahr im Gegenwert von 100.000 Schweizer Franken, also 95.000 Euro, Bitcoin kaufen dürfen. Das sollte für die meisten von uns ausreichend sein. Und wenn man aber trotzdem noch mehr kaufen möchte, dann gibt es auch bei Relay die Möglichkeit, einen sogenannten Over-the-Counter-Service in Anspruch zu nehmen. Das heißt, dort kann man sich dann wirklich einen vollständigen KYC-Prozess durchführen lassen. Und wenn man diesen KYC-Prozess erfolgreich überstanden hat, dann darf man auch höhere Beträge an Bitcoin kaufen. Nachdem wir uns jetzt auseinandergesetzt haben mit den Besonderheiten, die der Schweizer Gesetzgeber sich hat einfallen lassen, kommen wir jetzt und werfen einen Blick auf die 3 Bitcoin-Broker, mit denen wir uns näher beschäftigen wollen. Also, die finden wir hier. Was ist das Besondere dabei? Diese 3 sind sogenannte Bitcoin-Broker und keine Bitcoin-Börsen. Der Unterschied zu einer Bitcoin-Börse ist, da zahlt man normalerweise ein und dann kauft man und verkauft man permanent verschiedene Kryptowährungen, man tradet, man spekuliert. Die Angebote dieser Bitcoin-Broker ist dafür gedacht, dass man Bitcoin spart, also langfristig in Bitcoin investiert. Nicht kurzfristiges Spekulieren und Traden, sondern Bitcoin als ein Wertaufbewahrungsmittel versteht, um dort langfristig zu sparen.
Bitcoin-only ist auch ein Schlagwort, das diese drei Anbieter gemeinsam haben. Denn ihr könnt dort ausschließlich Bitcoin kaufen. Man kann also keine anderen Kryptowährungen kaufen, denn man fokussiert sich hier ganz und alleine auf Bitcoin. Deswegen Bitcoin-only. Was diese drei Anbieter noch auszeichnet, ist die Möglichkeit, dass du einmalig Bitcoin kaufen kannst oder einen sogenannten Sparplan erstellen kannst. Einmalig kannst du also Bitcoin kaufen, wenn du sagst, du hast ein paar Euro jetzt zur Verfügung oder die Kurse sind günstig und du kaufst dir dann einmalig Bitcoin, also in unregelmäßigen Abständen. Oder du legst dir einen sogenannten Sparplan an. Das bedeutet, dass du in einem regelmäßigen Turnus regelmäßig Bitcoin kaufst. Also zum Beispiel einmal in der Woche oder einmal im Monat. Das hat den Vorteil, dass du unabhängig bist, wie eigentlich der Bitcoin-Kurs gerade steht. Denn du kaufst immer zu einem festen Zeitpunkt und wenn der Kurs niedrig ist, dann bekommst du mehr Satoshis für deine Euros. Und wenn der Bitcoin-Kurs steigt, dann steigert zwar sich der Wert deines gesamten Bestandes, aber du bekommst halt ein paar weniger Satoshis für deine Euros. So ein Sparplan funktioniert so, dass du einmal bei dem Anbieter deine Bankdaten hinterlegst und danach gehst du zu deiner Hausbank und richtest dort einen Dauerauftrag ein. Und dort hinterlegst du den entsprechenden Verwendungszweck, den du von dem Bitcoin-Broker zur Verfügung gestellt bekommen hast. Und dann wird automatisch jede Woche oder jeden Monat der entsprechende Betrag zu dem Bitcoin-Broker überwiesen. Und deine Bitcoins werden dann zu dem jeweiligen Kurs gekauft. Der gilt, wenn das Geld bei dem Broker gutgeschrieben wird. Und die Bitcoins werden dann direkt auf deiner Bitcoin-Wallet weiter ausgezahlt. Wie schon mehrfach gesagt, erfolgt die Bezahlung in der Regel per Banküberweisung. Und das ist auch die sinnvollste Vorgehensweise, wenn man einen Sparplan einrichtet. Doch nun kann es mal passieren, dass vielleicht der Bitcoin-Kurs gerade nach unten geht und man die Gelegenheit nutzen möchte, um schnell und spontan Bitcoin zu kaufen. Und da ist eine Banküberweisung nicht geeignet, weil die kann 1 bis 2 Banktage dauern, bis das Geld bei dem Anbieter gutgeschrieben wird. Und da bietet sich zum Beispiel die Möglichkeit an, die Pocket bietet. Pocket bietet eine sogenannte Echtzeitüberweisung. Das heißt, hier könnt ihr ganz schnell, zügig sofort eine Zahlung ausführen, die dann quasi eine Sekunde später bei dem Anbieter gutgeschrieben wird. Diese Echtzeitüberweisung unterstützt leider nicht jede Bank. Also fragt bei eurer Hausbank vielleicht mal nach, ob die eine entsprechende Echtzeitüberweisung unterstützt. Eine Alternative ist die Zahlung per Kreditkarte, die zum Beispiel von Relay angeboten wird. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, schnell per Kreditkartenzahlung Bitcoin zu kaufen, wenn ihr glaubt, die Gelegenheit ist günstig. Der Nachteil, die Kreditkartengebühren sind sehr hoch und Relay muss diese Gebühren an euch weiterleiten und die betragen ungefähr um die 2 bis 3%. Aber wenn die Gelegenheit günstig ist, werdet ihr vielleicht durch die Kursentwicklung diese Gebühren relativ schnell wieder drin haben. Bitcoin kaufen und Bitcoin verkaufen. Alle drei Anbieter bieten natürlich die Möglichkeit an, dass man dort Bitcoin kaufen kann. Relay bietet auch die Möglichkeit an, dass man seine Bitcoins verkaufen kann. Das hört sich ein bisschen seltsam an, weil in der Regel ist es ja so, dass wenn man seine Bitcoins hat, man die ja vielleicht irgendwann wieder ausgeben will. Guckt mal auf Coinpages nach, da findet ihr viele Geschäfte, bei denen ihr die Möglichkeit habt, mit Bitcoin zu bezahlen. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Geschäft betreibt und dort Bitcoin als Zahlungsmethode akzeptiert, dann kann es ja sein, dass ihr relativ viele Bitcoin bekommen habt, mehr als die ihr selber behalten wollt. Und wenn ihr vielleicht dann Teile dieser Bitcoin verkaufen müsst, um zum Beispiel eure Lieferanten oder Kunden zu bezahlen, dann habt ihr die Möglichkeit, bei Relay eure Bitcoins auch wieder zu verkaufen und die werden dann der Gegenwert auf eurem Bankkonto entsprechend wieder gutgeschrieben. Gebühren. Für den Kauf der Bitcoin erheben diese Anbieter natürlich auch Gebühren. Und die sind in der Regel wie folgt. Im Durchschnitt verlangen Pocket und Bitter 1,5% des Gegenwertes an Gebühren und zusätzlich kommen die sogenannten Bitcoin-Transaktionsgebühren hinzu.
Relay hat ein etwas anderes Preismodell. Bei Relay fängt der Preis bei 2,5% an, aber beinhaltet auch diese Bitcoin-Transaktionsgebühren. Also sind sozusagen alle Gebühren inkludiert. Bei Relay kann man aber diese 2,5% auch noch reduzieren. Und zwar dann, wenn man nicht einmal kauft, sondern einen sogenannten Sparplan anlegt, dann sind die Gebühren 0,5% weniger. Und wenn ihr einen Rabattcode verwendet, wie zum Beispiel Coin, dann reduziert sich es nochmal um 0,5%. Und wenn euer Betrag, den ihr in dem Sparplan anlegt, mehr als 100 Euro beträgt, dann reduziert es sich nochmal um 0,5%. Und so kommt ihr in Summe dann auf einen Gesamtbetrag von nur noch 1% für den Kauf von Bitcoin. Wie gesagt, inklusive aller anfallenden Gebühren. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Gebühren sind relativ human und bei allen Anbietern gleich oder unterscheiden sich nur marginal. Mindestbetrag. Wir sprechen jetzt über den Mindestbetrag, der mindestens gezahlt werden muss, um Bitcoin zu kaufen. Pocket zum Beispiel hat keinen Mindestbetrag. Bei Relay beträgt der Mindestbetrag 10 Schweizer Franken und Bitter verlangt 30 Schweizer Franken pro Kauf von Bitcoin. Dieser Mindestbetrag spielt in der Form eigentlich eine Rolle, wenn man einen Sparplan erstellt. Wenn ihr sagt, ihr wollt pro Monat für 50 Euro Bitcoin kaufen, dann könnt ihr zum Beispiel ja bei Pocket und bei Relay pro Woche für 10 Euro kaufen. Das wird bei Bitter leider nicht möglich sein. Also ist die Frage, zu welchen Anbieter ich wechsle, so eine Mischung aus, wie hoch ist der Mindestbetrag, wie hoch wollt ihr insgesamt pro Monat Bitcoin sparen und wie sind so die Konditionen geregelt. Also hier solltet ihr dann selber für euch am besten herausfinden, wie viel wollt ihr pro Monat sparen, wie teilt ihr das am besten auf, also einmal pro Woche zum Beispiel oder nur einmal im Monat und dann entsprechend, wie hoch ist der Mindestbetrag, den ihr bei den verschiedenen Anbietern aufwenden müsst. Lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Alle drei Anbieter haben marginale Unterschiede, doch im Großen und Ganzen vereinen sie die Vorteile, die der Schweizer Gesetzgeber für den Kauf von Bitcoin vorschreibt. Ohne großen KYC-Prozess schnell und unkompliziert Bitcoin kaufen, die direkt auf der eigenen Bitcoin-Wallet gutgeschrieben werden und die vom Gesetzgeber vorgegebenen Limits, denke ich, sollten für uns alle ausreichend sein. Von den Gebühren her machen sich die drei Anbieter auch nicht viel. 1,5% im Durchschnitt, das ist marktüblich. Und wenn man ein bisschen mehr macht, dann kann man das vielleicht auch bei Relay dann auf 1% reduzieren. Da sollte man aber berücksichtigen, dass wenn zum Beispiel Kreditkartenzahlungen dazu kommen, dann ist es bei Relay wiederum durch die Gebühren vielleicht etwas teurer. Und bei Pocket und bei Bitter kommen noch zusätzlich die Bitcoin-Transaktionsgebühren hinzu. Bei Relay haben wir den Vorteil, dass wir die Bitcoin direkt auf der Bitcoin-Wallet innerhalb von unserer App gutgeschrieben werden. Wir brauchen also keine externe weitere Bitcoin-Wallet. Bei Bitter und bei Pocket macht es Sinn, dass wir uns dort eine eigene Hardware-Wallet, wie zum Beispiel die Bitbox 02, ebenfalls von einem Schweizer Anbieter nutzen. Und dadurch, dass die beiden Schweizer Anbieter gut miteinander harmonisieren, ist es eine wunderbare Kombination aus Hardware-Wallet von Bitbox 02 und Kaufen von Bitcoin bei Pocket oder bei Bitter. Interessant könnte vielleicht Relay noch sein, weil man hier die Möglichkeit hat, auch seine Bitcoin zu verkaufen. Aber ansonsten denke ich mal, ist das Ziel ja, Bitcoin zu sparen. Und dafür bieten alle drei Anbieter die Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen oder einen entsprechenden Sparplan anzurichten. Ansonsten denke ich mal, ist es reine Geschmackssache. Schaut euch die Webseiten der drei Anbieter an, guckt nach, wo ihr irgendwie so heimisch euch fühlt und wo ihr denkt, das ist der Anbieter, der für euch die richtige Lösung anbietet. So, das war unser Video Bitcoin kaufen bei Schweizer Anbietern, Relay, Bitter und Pocket. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare, werden wir gerne dann im Detail nochmal drauf eingehen. Wir werden auch zukünftig noch ein paar Videos machen, in denen wir die Anbieter nochmal detailliert einzeln genauer vorstellen. Ansonsten bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst noch ein Like da und vielleicht auch noch ein Abo, damit ihr in der Zukunft immer darüber informiert werdet, wenn auf diesem Kanal neue Videos erscheinen.
Ich bedanke mich und wünsche euch alles Gute. Bis bald und macht es gut. Ciao, ciao.